Ein richtiges Haus auf dem Meer, das man aber ganz normal wie ein Boot fahren kann. Das ist die Besonderheit, denn die meisten Hausboote, die liegen meistens mehr, als dass sie fahren. Und wenn sie fahren, sind die Fahreigenschaften nicht so toll. Und hier ist einer der Leute, die das Ganze zu verantworten haben. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Du bist ja? Ich bin der Harun Yenice, ich bin der Entwickler, Inhaber des Karakat und in Deutschland Schneider Karawane GmbH. Ja, Wahnsinn. Also wir haben sie schon ein paar Mal gedreht. Ihr seid einer der Marktführer im Bereich. Ich mache ein Hausboot so agil, dass es wirklich funktioniert auf dem Wasser. Und das Besondere ist, Leonie, wenn du mal kurz einen ganz kleinen Schritt mal rüber gehst, das Ganze kann ausgefahren werden. Ist das richtig? Richtig. Wir haben das entwickeltes, patentiertes System Slide-Out. Die Pontons werden, wenn man im Wasser lässt, auseinandergeht, damit man Stabilität, Platz, Stauraum erreicht. Und beim Land zu kommen, wir schließen das zusammen und dann drehen wir. Dann kann man im Land fahren können, auf 2,50 Meter Breite. Ja, da vorne kann man es eigentlich ganz gut sehen. Da vorne ist es nämlich ausgefahren und der Transport wird so sehr einfach. Es ist denn kein Schwertransport mehr, richtig? Nee, keine mehr. Wir haben komplett Leichtbauweise wie eine Flugzeugtechnologie, haben wir jede Detail verarbeitet. Wir haben sogar auch noch Carbonfiber verarbeitet. Es ist wichtig, dass die inklusive Trailer unser Produkt unter 3,5 Tonnen bleibt. Wir haben Nochmal, unter 3,5 Tonnen? 3,5 Tonnen bleibt. Bei 660 unserem Modell und 7,60 Meter haben wir 3,5 Tonnen haben wir erreicht, aber bei unseren großen haben wir nicht. Natürlich, das ist unsere Basis, aber wenn man mehr Extras, Wünsche erwartet, dann sind wir darüber. Can, wenn du mal so lieb bist, mal die Arme ausstreckst und ihr beide vielleicht mal kommt und euch mal aneinander geht, dass man mal die Größe sieht, der ist ja jetzt nicht im Wasser drin. Also das ist ungefähr so der Größenvergleich, den man hier hat. Und es ist eine richtige Knutschkugel. Also es ist total hübsch geworden, oder? Vielen Dank erstmal euch beiden. Wir haben viel Zeit gehabt zu entwickeln. Wir haben ganze Zeit für Entwicklung verarbeitet. Das ist unser kleinster Modell, 660. Und da hat auch noch eine oben, kann man an allen, eine Hubdach, auch Schlafmöglichkeit auch schaffen können. Das ist ja mega. Ein Hubdach oben drauf. Das Hubdach kann man auch noch mehrseitig benutzen als Stauraum oder eine Hubdach zum Schlafen. Oder auch dieses Platz können wir ein Hochbett hinstellen in diesem Platz. Für 30 Weg können wir nutzen. Ja, das Material außen ist GFK oder was ist außen? Das ist, wir verarbeiten, das ist Wildnester, Glasfaser und auch teilweise wir arbeiten Carbonfiber. Okay, ja, wir werden uns das Ganze mal angucken. Carbon ist ja relativ teuer, aber es ist sehr, sehr leicht und stabil. Genau, dafür, weil unser Ziel ist, dass wir diese riesigen Dinge unter 3,5 Tonnen bleiben. Deswegen mussten wir auch verwenden. Also das ganz Besondere hier an dem Konzept sind unter 3,5 Tonnen, inklusive dem Trailer. Das heißt, du kannst es ganz normal hinter deinem Fahrzeug hinterherziehen. Ich wollte gerade sagen, was das für einen Sinn macht für mich, wie das jetzt auf der Straße ist. Klar, das könnte ich mir vorstellen, aber ich darf das nicht ziehen. Noch nicht, genau, aber sagen, wir sind ja dran, dass du auf jeden Führerschein machst. Stell dich mal kurz vor, du bist die? Ich bin die Jeanne, deine Tochter. Ja, genau. Sehr schön. Ja, und wir beide sind nämlich jetzt unterwegs in Düsseldorf auf der Boot. Ja, und da ist die Leonie. Grüß dich, Leonie. Hi. Ja, es ist viel los am Stand, oder? Teilweise ja, zu den Stoßzeiten definitiv. Ja, man sieht das hier schon rein. Ist das nicht schick? Ja, sieht sehr gut aus, oder? Ja, die Frage ist, ob du dir vorstellen kannst, mal so, ich sag jetzt mal 6, 8 Wochen mit einer guten Freundin mal einfach mal rauszufahren. Du kriegst das nötige Kleingeld dazu. Definitiv, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das ist sehr schick. Bitte, Can? Wer kann sich das nicht vorstellen? Ja, das war natürlich eine Suggestivfrage. Wir können es aber hier sehen, es fährt sich unglaublich gut. Also das heißt, es ist leicht zu steuern. Auf jeden Fall. Wir haben also Pontons in unserer mittleren Größe. Davor haben wir 60 cm Höhen gebaut. Jetzt wir sind bei 80. Mit dem kann man auch noch küstennah fahren können. Das ist unser erstes Slide-Out-Mechanismus. Bei anderen 8,60 Meter haben wir unsere letzte. Noch stabilere für das Meer. Ja, wir werden jedes filmen. Wir gehen jetzt mal rein. Can, ich bin mal sehr gespannt, wie es dir gefällt. Es hat nämlich ein Aufstelldach wie beim Wohnmobil. Hast du schon gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Aber Leonie, wenn du mal kurz mal mitkommst, ich brauche dich mal. Ja. Ich habe mal eine kurze Frage, weil ich habe ja absolut gar keine Ahnung von Hausbooten. Sind die mehr dafür gedacht zum Stehen oder? Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Danke für Ihre Fragen. Wir haben eine Katamaran-Technologie. Katamaran haben wir gebaut. Ja.
Wir sagen, Karakat ist mehr als eine Katamaran. Katamaran sind stabil, die bleiben noch länger, aber wir erreichen mit dem Maximum Mobilität und Flexibilität. Das hat was mit der Form unten zu tun. Ich erinnere mich, ich war mal auf einem Katamaran. Genau. Ja. Mit dem Schwimmkörper, das ist eine Katamaran. Und mit dem Slide-Out-System kommen wir in Land. Wir können überall transportieren. Wir brauchen keine Kran, keine Hafen. Wo es erlaubt ist, können wir unter Wasser lassen und auch holen. Und Hausboote sind nur zum Stehen. Ja. Und deswegen wir sagen, das ist eine Katamaran und mehr als eine Katamaran. Wir haben nur für den Form, weil wir auch Karawanindustrie kommen, wir haben viel Erfahrung von Karawan hier mitgebracht. Mit dem Volumen, also mit dieser Form erreichen wir Maximum Volumen. Und unsere kleinste, wenn es auch noch 680 ist mit dem von außen Maße, erreichen wir fast 10 Meter Bootvolumen drin nutzen wir. Ja. Wir können mal überall gehen, weil die machen rundlich, es ist okay, aber da hat man hier mehr Volumen. Ich bin mal gespannt. Also unglaublich viel Platz, weil es gerade hochgeht. Die Leonie macht mal auf. So, und Can, geh ruhig mal rein. Das Ganze ist aus GFK. Es ist ultra leicht. Dadurch kann ich es überall mitnehmen. Normale Hausboote sind schwer. Da reden wir über 6, 8, 10 Tonnen. Richtig, richtig. Bei den Versionen inklusive Trailer unter 3,5 Tonnen, wie gesagt. Das ist unglaublich schick. Das heißt, man kann hier drin wohnen, oder? Auf jeden Fall. Kommen Sie, spannen Sie. Leonie, wenn du dich mal gerade neben die Can mal setzt, dass man die Proportionen mal gerade sieht. Ja. So, das heißt, die beiden sind recht groß. Leonie, du bist einen Ticken größer wie die Can. Wie groß bist du denn? 1,73. Du auch. Ungefähr gleich groß. Es sind aber die Schuhe. Nee, die Schuhe sind auch gleich groß. Dass man das sieht, man hat eine schöne Stehhöhe hier, oder? Ja, richtig. Wir haben also in einer 2 Meter Höhe und in diesem Sofa wird also verbreitert, wird also Schlafmöglichkeit erreicht. 2 mal 1,40 Meter. 2 mal 1,40 Meter. Ist das schwer, das zu falten, auseinanderzufalten, oder ist das einfach? Ganz einfach. Das ist ganz einfach. Man schiebt und kannst du mal, Leon, versuchen. So, nimmst du die Dinge, ja, kommst du vorne und andere kippst du, dann ist das eine Schlafmöglichkeit. Okay, das heißt, das Ganze dauert 5 Minuten. Das ist gerade erst fertig geworden hier zur Messe, oder? Das ist gerade fertig worden für das Messer, richtig. So, ganz schön viel Aufwand. Die meisten, die hierher gefahren sind, die mussten auf einen Tieflader aus dem Rhein das Ganze hierher holen. Ihr konntet das ganz normal mit einem Trailer hier reinbringen. Mit unserer Trailer, eigene Trailer, haben wir hierher gefahren. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut, denn ihr baut in der Türkei ja unglaublich viele Schiffe. Das ist ja ein Land direkt am Meer, das ist bei uns in Deutschland ja nicht so. Wir bauen eher die ganz, ganz großen. Ja, ihr habt unglaublich viel Erfahrung mit GFK unter anderem. Richtig, wir haben sehr viel Erfahrung mit der GFK und wir haben also sehr große Fabrik dafür. So, und das ist, das ist ein Steuerstand. Erste Version, das ist unsere erste Version. Bei unserer letzten Version PLC, da werden wir alles mit Computer steuern. Das heißt, das Ding, das fährt von ganz alleine, oder wie? Fast. Okay. Ja, das Schöne ist ja, je nachdem, wie stark der Motor ist, braucht man ja gar keine Zulassung. Es gibt ja auch Länder, da brauchst du gar keine Zulassung, oder? Also, dass ich selber fahren darf. Also wir arbeiten mit einem französischen Motorhersteller, Elektrik arbeiten wir mit 8 kW, 15 kW und auch 30 kW. Nach Wunsch. 8 kW, dafür braucht man keinen Führerschein, ist es führerscheinfrei, nur Bodensee braucht man, da muss man unter 6 PS bleiben. Wenn man mehr will, dann muss man auch dafür Mühe geben, auch noch Schein holen. Das ist aber gar kein großes Problem, denn wir haben jetzt mit jemandem telefoniert, der war im Krankenhaus und hat in 2 Wochen den Binnen- und den Seeführerschein gemacht. Ja. Er war, glaube ich, der schnellste Führerscheinmacher, den es gab, plus noch ein paar Theoriestunden. Ich nehme mal an, dass du auch einen Führerschein hast, oder? Nur fürs Auto. Nur fürs Auto. So, das hier ist ordentlich. Leonie, wenn du es nochmal einklappst, bitte, dann können wir es mal sehen. Und jetzt haben wir es so schön hier gemacht. Und das ist schön, ihr hattet nämlich alles eingepackt, das kenne ich nämlich. Ungefähr die Lieferzeit, wenn ich jetzt eins haben möchte, wie lange warte ich denn? Also mit 3 Monaten kommen wir zurecht. 3 Monate? 3 Monate. Gut. Das heißt also, wenn der Traum ja kommt... Ja, wir haben also große Fabriken, auch Personalkapazität, hier wir sind erlaubt. Ist der Trailer dabei, also meistens? Kaufe ich den mit? Trailer kann man auch mitkaufen. Das ist separat, weil wir haben viele Charterfirmen, die nicht mehrere Trailer kaufen wünschen wollen. Deswegen wir machen also Separatpreis.
Ja, schön ist auch hier natürlich die Küche. Und das ist das, was er eben schon gesagt hat, Leonie. Man hat unglaublich viel Platz hier drin. Es gibt genau. ja schöne, schnittige Schiffe und so weiter, die angeschrägt sind. Da hast du nicht so viel Platz. Nee, hier hat man auf jeden Fall sehr viel Platz für alles, was man braucht. Ja, guck mal hier vorne. Das ist die Jan und die Küche ist wie zu Hause. Ja, definitiv. So, du hast doch nur ein Auto. In meiner WG. Bitte nochmal? Größer als in meiner WG. Ist größer als in deiner WG. Ja. Und da vorne ist auch eine Spülmaschine drin. Die habt ihr aber schon in der WG, oder? Die haben wir nicht, leider. Du bist die Spülmaschine, oder? Ah, ja, dann meistens schon, ja. Gemein, ja. Das ist Electrolux. Ja, und das ist natürlich, aber eine Spülmaschine ist doch gar nicht so teuer. Kannst du eBay Kleinanzeigen, kannst du? Demnächst, nach der Messe dann. Gut, ich zeig das mal, jetzt wo sich das leisten kann. Edelstahl-Spülbecken mit drin, das ist auch wie zu Hause. Auch hier, das ist natürlich alles Leichtbau hier, richtig? Alles Leichtbauweise. Korrekt. Ja. Es sieht aber nicht so aus. Das ist ein Diesel-Kochfeld, oder was hast du hier gemacht? Ja, was du mal in Diesel-Kochfeld. Wir haben das komplett weggeschaffen. Bei uns alles funktioniert. Diesel, elektrisch oder Lithium-Batterien. So, das heißt, der Strom, der wird jetzt wie gemacht? Ist da noch ein Zusatzgenerator oder ist es Solar? Wir haben Solar, keine Generator wegen Gewicht. Wir haben zweimal starkere Lithium-Batterien und auch noch dreifacher Solarzellen, jeweils 200. Aber was morgen Technologie bringt, wissen wir nicht. Mikrofaser, guck mal hier oben, ja, das Ganze ist schön ausgekleidet. Es soll ja auch es soll ja nicht so hallen hier. Also wenn du jetzt irgendwie sprichst und so weiter, der Sound ist relativ trocken. Das klingt alles ganz gut. Die Nasszelle, Leonie, zeig uns die mal bitte. Ist sie auf der Seite hier? Ja. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Warte, ich komme mal zu dir. Jan, komm mal mit. So, die Leonie öffnet mal. Ist natürlich so, dass die meisten Leute recht erstaunt sind auf so einem kleinen Raum von außen. Viel Platz auf jeden Fall. Mehr als man denkt. Viele Ablageflächen. So, Ja, das ist fast wie zu Hause, ne? Das stimmt. So, das ist jetzt die reine Dusche. Die könnte man natürlich auch missbrauchen als Kleiderschrank, wenn man sie gerade nicht braucht, oder? Eventuell. So, und dann daneben ist der Waschraum. Genau. Wenn Sie achten, Sie sehen, wir haben also auch noch für Duschen keine Barriere. Wir haben komplett barrierefreies Produkt schaffen wollen. Okay, das heißt, man muss nur hochkommen. Behindertgerecht und auch für die älteren Leute. Wir haben also vieles gedacht und wir bringen unsere Erfahrung von Karawanindustrie, wie gesagt. Victron Energy ist hier eingebaut. Also das kennt man ja aus den Wohnmobilen und aus dem Marinebereich. Funktioniert ganz gut. Und analoge Instrumente. Ist das Diesel oder ist es Frischwasser? Das ist für Frischwasser und auch Diesel. Das ist nicht genau das erste Prototypmodell. Wir haben passende, richtigen Anzeigen nicht gefunden. Kein Problem. So, guck mal hier. Jan, ist das nett? Endlich etwas, was ich kenne. Eine Toilette von Glesana. Guck mal hier vorne, ja. Wenn du mal gerade zur Seite trittst, Jan, und da können wir die mal zeigen, das ist was ganz Besonderes. Da ist nämlich oben drüber eine Kunststofftüte drüber. Die wird einfach drüber gestülpt, die ist jetzt hier noch nicht drin. Und das macht wirklich Sinn, die Glesana, oder? Richtig, absolut. Ja. Das ist Highlight, das ist absolut für uns gemacht worden. Ja, das Schöne ist, wenn ich da mal groß muss, also Typ 2, und es riecht nichts danach. Wir haben das ja ausprobiert. Also es wird anschließend in Folienbeutel verschweißt. Auch das Pipi. Und es gibt jetzt neuerdings sogar eine Urinschale. Hast du die schon gesehen? Das ist besonders schön. Die kann man dann durch das Boot durchtragen. Ja. Und dann Muss man halt aufpassen, dass man nicht zu viel wackelt. so, das stimmt allerdings. Ja, ja, schön. Ich kann damit nicht ganz auf hoher See fahren, das geht nicht, oder? Dafür ist nicht gedacht. Wir haben also C-Klasse und A1. Das heißt, es gibt ein weltweit größtes Institut, die unsere Produkte zertifiziert haben, die auch ins Boot sind. Ist es C-Klasse, ist es von Land zu Wasser, also Meer, 1,5 Meilen zu fahren können. 1,5 Meilen, also an der Küste. Und auch bevor 4 bis 6, Windstärke 4 bis 6 erlaubt. So, das hat die Leonie natürlich alles voll gelernt, oder wie? Klar. Klar, so. Die Frage, wie komme ich denn ins Dach rein oben? Wir haben also Treppe, Seitentreppe. Leonie, bitteschön. wo du schon gerade da bist, ja. Da können wir das mal zeigen. Man kann nämlich auf dem Dach schlafen. Und ich habe gehört, da schläft man ganz gut. Da ist sehr viel Platz. Komm, wir gehen mal hoch, Jan. Da oben ist nämlich eine Dachterrasse. Guck mal. So, die Leonie macht das Ding mal ab. Denn wir müssen irgendwie drauf. Nachher auch noch einfach zu steigen. Beim anderen können Sie sehen, das ist ein Prototyp, aber wir machen also richtige teleskopisches auch noch zum Halten. Das ist jetzt gerade erst fertig geworden für die Messe, oder? Richtig. Das ist gerade erst fertig gemacht worden. Echtglas hier vorne?
Echtglas, überall temporär Echtglas, 6 mm. Also Echtglas überall drauf. Edelstahl ist hier auch drauf. Und Can, du musst mir mal kurz helfen, weil ansonsten wird das hier ein Chaos werden. Wenn du mal kurz die Kamera nimmst. Und ja, ganz toll, ja, super. Wo ich doch immer mal auf die Kamera wollte. Ja, das ist ein Traum. Wenn du da hochkommst, dann schaffen das auch die anderen. Ja, danke. Das sind so die etwas Älteren, die da auch hoch müssen. Und das ist jetzt ein Zeltdach. Ich finde das aber mega, wenn du hier oben stehst. Guck mal, Leonie. Du bist hier der absolute Herr über allem. Du kannst hier drüber gucken über die ganzen Hausboote. So, da vorne ist die Beleuchtung. Und die beiden Mädels können hier Spaß haben. Wie ist denn der Liegekomfort am Dach? Sehr gut. Ist gut. Ja, man kann auf jeden Fall zu dritt vielleicht sogar hier schlafen. Okay, dann hat jeder eine so eine Matratze. Gut, das hängt natürlich davon ab, was abends gelaufen ist. Wenn ihr da auf der großen Party wart in Cannes und die ganz Reichen kennengelernt haben mit den Sportwagen dieser Welt. Aber ich glaube, darauf kommt es ja gar nicht mehr an heutzutage. Ich würde mir wahrscheinlich auch hier Handtücher reinlegen und wenn ich mal ein bisschen zu viel Sonne hatte, ist doch schön hier rumzuliegen, genau. Ach, so eine Muschel, so eine Insel. Ja, genau. Das ist eine wirklich gute Idee, wenn man ein bisschen Schatten möchte hier Ja. mal. Sehr schön. Und da vorne ist eine Reling. Ja, ist natürlich abstürzen, ist hier ein bisschen blöd. Wenn du natürlich am Meer bist, ist egal. Ja, dann da musst du nur gucken, dass du nicht den Ponton erwischst. Wollte ich gerade sagen, guck, dass der Motor aus ist. So, hier vorne. Ja, Funk ist auch an Bord, oder? Ja. Mit C-Klasse, für C-Klasse 1 muss man auch Funk haben, Projektor muss man haben, Sucher muss man haben. Und dafür alles, was es nötig ist, haben wir verbaut. Ja, man sieht es hier, das Ganze sehr kompakt und mit und ohne Slide-Out. Das ist, glaube ich, die Besonderheit. Ist der Slide-Out draußen, können sich die Leute gar nicht vorstellen, dass das überhaupt reinfährt. Das heißt, das ist so schön integriert, oder? Ja, das ist absolut, also Sie sehen, in einer Ebene ist, ja. So, da vorne ist noch ein kleines Boot. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? 1 Meter, das ist 6,80 Meter, 7,80 Meter, 8,80 Meter. Das ist 1 Meter länger. Meter länger. Und das das ist ist unser Maximum 10,80 Meter. Den haben wir noch nicht fertig. Ja, Karakat. Vielleicht fahren wir ja mal in die Türkei und zeigen mal, wie das Ganze gebaut wird. Gerne würde ich mich freuen, euch zu Besuch zu haben. Ja, sehr schön. Du sprichst sehr gut Deutsch. Warum? Ich bin hier gekommen, um zu studieren. Einiges habe ich gemacht und ich bin im Caravan-Business groß gewachsen und das war mein Traum. Ich hoffe, dass ich mal verwirklicht habe. Sehr schön. Das ist gut gelaufen. Du hast schon ein paar Stück verkauft, ja? Ja, haben wir verkauft. Glückliche Kunden. Ja, in Halle Nummer 13. Heute auch an einem ruhigen Tag, nämlich dem Dienstag. Normalerweise am Wochenende ist immer so viel los, viele Schaukunden, die hierher kommen. Aber das sind richtig manövrierfähige Boote, die man wunderbar auch benutzen kann. Klein, aber fein, aber aus einer ganz besonderen Bauweise, nämlich aus Kohlefaser und aus Fiberglas. Karakat, vielen Dank. Dankeschön, danke.